Moin und willkommen bei Lockpicking Nord. Heute haben wir mal wieder den Gummibaum ausgepackt, der wieder unsere Arbeit hier zur Hälfte übernimmt. Und das ist jetzt der zweite Versuch zur Challenge von Potti314, zu seinem 3000. Abonnenten. Ja, echt lustige Challenge. Diesmal haben wir das Pfaffenhain vom letzten Mal nochmal umgepinnt, haben noch ein paar coolere Pins eingebaut und wieder der gleiche Schlüssel. Funktioniert soweit super. Und mal sehen, ob es aufgeht. Auf jeden Fall ist jetzt ein bisschen was Lustiges drin und vielleicht auch eine kleine Überraschung für Potti. Jetzt geht das wieder los mit den blöden Spannen hier. So. Wie ihr wisst, ist die Regel, man darf das Schloss nicht selber spannen. Das heißt, der Spanner muss mit Gewichten oder mit einem Gummiband versehen werden. Allerdings habe ich hier gerade nicht so viel Glück beim Spannen. So, ich hoffe, das hält. Ich pick das Ganze mit einem Standardhook von Sparrows in 0,38 mm. Ich hoffe, ihr könnt das noch ein bisschen sehen. Ich bin ja Linkshänder. Ich bin mir selbst so ein bisschen im Weg meistens. Ich versuche das jetzt einfach mal. Arbeite mich hier so langsam durch. Wie gesagt, sind jetzt ein paar sehr abgefahrene Pins drin. Ihr könnt leider den Keyway nicht so sehen. Ich versuche noch ein bisschen zu drehen. Ist gar nicht so einfach. So. Für mich wird es jetzt noch schwieriger. Ein bisschen rumrücken. So, wie gesagt, sind sehr, sehr abgefahrene Pins jetzt als Driver unten drin. Natürlich die Vorgaben erfüllt. Mehr als das, denke ich. Aber war einfach nur mal aus Spaß an der Freude. Nochmal ein bisschen rumgespielt hier. Muss natürlich nicht sein, dass es jetzt aufgeht, gerade weil der Spanner so leicht rausfliegt. Bei den ganzen Erschütterungen hier, bei den False Sets oder Kernkippungen. Ja, kann natürlich auch sein, dass ich jetzt die 5 Minuten nicht einhalten kann, aber im Prinzip haben wir ja schon ein Video hochgeladen, wo es geklappt hat. Und mal sehen, was passiert. So, habe hier jede Menge Counter Rotation. Wackelt alles wie Sau. Resettet sich auch selber immer mal wieder. Anscheinend haben wir ein besseres Bitting zurechtbekommen als die Jungs von Pfaffenhain. Da ist der Spanner weg. Also nochmal von vorne. Aber halb so wild. Ist auch langsam ein bisschen ausgelatscht hier unten, denke ich mal, der Keyway. Der hat auch keinen Bock mehr da drauf. Vielleicht hätte ich den Kern gleich noch tauschen sollen. Wahrscheinlich das Beste gewesen. Also nochmal das Ganze. Versuche hier mal ein bisschen mehr Richtung reinzubekommen. Das ist nicht einfach. Nicht einfach. Den hier noch fest zu bekommen. Versuche das mal ein bisschen weiter hinten reinzubekommen. So. Das sieht schon besser aus. Also nochmal von vorne. Gucken, ob er jetzt drin bleiben möchte, der Junge. An und für sich, der Gummibaum leistet gute Arbeit, im Gegensatz zu mir und dem Tensioner. Aber auf den Jungen ist Verlass. Aber ich habe hier so viele Resets und Counter Rotation, das ist kein Wunder, dass sich der Spanner hier irgendwann immer rausarbeitet. Ich muss mir vielleicht nochmal ein neues Patent überlegen, um das zu spannen. Das ist ein sehr tiefen Kern, False Set, Kernkipp. Schon recht schräg, ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. So. Geht's mal weiter. Schon relativ locker das Gummiband jetzt, ich hoffe nicht zu locker. So, und offen ist das. So, das hat ja nochmal gut geklappt.
Mit dem einen Malheur zwischendurch. Gut, dann wollen wir das Ganze mal zerlegen. Brauche jetzt nochmal, ich weiß nicht, ob das hier mitgeht. Ich mache das erstmal wieder zu. Den Hook-Adapter, der hier zwischen passt. Schwierig, aber Tobi meint, ich brauche einen Schraubenzieher. Ich glaube, das geht auch irgendwie anders. So. Bisschen gute alte Hebelkraft auf die Mechanik hier. Doch nicht. Gar nicht so einfach. Ja, wohl recht. Er hat es ja schon mal versucht. Boink! Das Ding ist einmal quer durchs Wohnzimmer geflogen. So, wollen wir mal sehen. Wie gesagt, ich habe ein paar ganz lustige Pins eingebaut. Hoffe, sie gefallen. Das Problem ist echt bei uns hier, wir haben keinen passenden Follower. Wir müssen uns irgendwie mal einen besorgen oder hier selber bauen. So. Dann haben wir wieder unsere Standard Keypins. Pfaffenhain klassisch. Na, da will gleich nicht, wie er soll. Den schon mal richtig hin. So. Ab in Kernhalter. Ab in Schlüsselhalter vor allem. Wir müssen auch gleich nochmal die Effektivität zeigen. So. In Nummer 1 unten ist ein Serrated. Kann ich auch gleich nochmal im Close-Up zeigen. In Nummer 2 haben wir eine Spule. In Nummer 3 ist ein Dom S-Pin. In Nummer 4 ist unser Leuchtturm. Und in Nummer 5 ist die gute alte Cola-Dose. Wow, ist gleich an die richtige Stelle gehüpft hier. Darf mal Glück haben. Das ist das Pinning, was wir hier reingebaut haben. So, nochmal wieder bepinnen hier den Kern. 1, 2, 3, 4 und 5. Die guten alten 5-Penner. So, der Serrated greift in 1. Geht ziemlich tief rein. Die Spule effektiv in 2. Der Dom S-Pin halb effektiv in 3. Der Leuchtturm greift auf jeden Fall Spule, T-Pin und ein leichter Ansatz von der Serration. Und die Cola-Dose ist natürlich sehr effektiv, weil das kurze Ende eigentlich nur wichtig ist. So viel dazu. Ich hoffe, es hat ein bisschen gefallen. Und auch von mir nochmal auf die nächsten 3000 Abonnenten, Potti. Und ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss.